Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue to see what the Apostle Paul has to tell us. Sehen wir weiter, was der Apostel Paulus uns zu sagen hat. So he says, look, everything is complicated. You're much better off single. That's my advice. Er sagt, schau, alles ist kompliziert, als Single bist du viel besser dran. But in order to live that advice, you actually have to have a secure heart. Aber um diesen Ratschlag zu befolgen, musst du ein sicheres Herz haben. Because people who don't have a secure heart, they believe the partner will bring them the security. Denn Menschen, die kein sicheres Herz haben, glauben, dass der Partner ihnen Sicherheit geben wird. Ooh, if you marry because you need security, you are going to be in trouble, my friend. Wenn du heiratest, weil du Sicherheit brauchst, wirst du in Schwierigkeiten geraten, mein Freund. The security comes from Jesus. Die Sicherheit kommt von Jesus. Now, verse 27. Jetzt Vers 27. Because one could assume that it's better to be alone and not in marriage. Da könnte man annehmen, dass es besser ist, allein zu sein und nicht zu heiraten. You know, you have no idea what I've already experienced in my life. Du hast keine Vorstellung davon, was ich in meinem Leben schon alles erlebt habe. What Christians I've met who've taken any verse out of any context to justify their lifestyle. Welche Christen ich getroffen habe, die jeden Vers aus dem Zusammenhang gerissen haben, um ihren Lebensstil zu rechtfertigen. The Bible says because of the pressure, it's better to be alone, so I'm going to leave my wife. In der Bibel steht, wegen des Drucks ist es besser, allein zu sein, also werde ich meine Frau verlassen. But Paul makes sure that this cannot be understood. Aber Paulus macht klar, dass das nicht so verstanden werden kann. So in 27 he says, if you are married, stay in marriage. In Vers 27 sagt er, wenn du verheiratet bist, bleibe in der Ehe. If you're single, don't rush into marriage. Wenn du ledig bist, heirate nicht überstürzt. So, isn't that interesting that severe pressure and difficult situation doesn't give us a reason to get out of marriage? Ist es nicht interessant, dass starker Druck und schwierige Situationen kein Grund sind, um aus der Ehe auszusteigen? You know, and I know these were not severe pressure and difficult situations within the marriage, but they were external. Ich weiß, dass es sich nicht um schweren Druck und schwierige Situationen innerhalb der Ehe handelt, sondern um solche von außerhalb der Ehe. But I still believe that we have to keep reminding ourselves pressure does not give anybody a reason to get out of marriage. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns immer wieder selbst daran erinnern müssen, dass Druck für niemanden ein Grund ist, aus der Ehe auszusteigen. And Paul said, just stay in the situation that you're in. Paulus sagt, bleibt einfach in der Situation, in der ihr seid. I'm telling you, if I would have run away in the pressure of our marriage, I would not be divorced today. I mean, not be married today. Ich sage dir, wenn ich angesichts des Drucks in unserer Ehe weggelaufen wäre, wäre ich heute vielleicht nicht mehr verheiratet. You know, I like to think certain philosophical thoughts. Ich mag es, bestimmten philosophischen Gedanken nachzuhängen. Some I don't, because some I don't think make any sense. Manche mag ich nicht, weil ich denke, dass sie keinen Sinn machen. But I like to think this way, Aber ich mag es, wie folgt zu denken. that if I would have run away from the pressure of my marriage, which was there, our marriage was not happy in the beginning. Wenn ich vor dem Druck meiner Ehe weggelaufen wäre, der da war, weil unsere Ehe am Anfang nicht glücklich war, Then what would happen? was wäre dann geschehen? Well, first of all, I would have not adopted Clayton. Nun, zunächst einmal hätte ich Clayton nicht adoptiert. That I can already guarantee you. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. So that means Clayton would not have the life that he has today. Das heißt, dass Clayton nicht das Leben hätte, das er heute hat. I can also tell you Ich kann dir auch sagen, that for sure I would have not served the Lord the way I do today. It would have affected that area. ich kann dir auch sagen, dass ich dem Herrn mit Sicherheit nicht so dienen würde, wie ich es heute mache. Das hätte auch Auswirkungen auf diesen Bereich. So, most likely I would not be sitting here today and recording with Daniel. Wahrscheinlich würde ich also heute nicht hier sitzen und mit Daniel Aufnahmen machen. Most likely Daniel and me would have never walked together the way we do. Höchstwahrscheinlich wären Daniel und ich nie so miteinander gegangen, wie wir es tun. You know, and if I think how many people are affected by decisions that we make under pressure, it's a scary thought.
Es ist erschreckend, wenn ich daran denke, wie viele Menschen von Entscheidungen betroffen sind, die wir unter Druck machen. And how many people are affected by that. Es ist also sehr gut, wenn wir unser Herz unter Druck beruhigen und überlegen, So it is very good that in pressure we calm our hearts and we start to think. welche Auswirkungen hat es, wenn ich nur reagiere, weglaufe und versuche, diesen Druck zu stoppen? What are going to be the consequences of me just reacting, running away, and trying to just stop this pressure? Denn die Folgen betreffen nicht nur dich und dein Glück, sie können auch eine Vielzahl anderer Menschen betreffen. Because they don't affect you only and your happiness. They can affect a multitude of other people. Aber versteh mich bitte nicht falsch und interpretiere richtig, was ich hier sage. Reinhard said you have to stay in any abusive marriage because my decision to leave is going to affect a lot of people. Reinhard hat gesagt, dass man in jeder Missbrauchsehe bleiben muss, weil meine Entscheidung, sie zu verlassen, eine Menge Leute betreffen wird. No, Reinhard did not say that. Das hat Reinhard nicht gesagt. What Reinhard did say is in pressure, don't rush into a quick decision because so many other people could be affected. Reinhard sagt vielmehr, wenn du unter Druck stehst, solltest du dich nicht zu einer schnellen Entscheidung hinreißen lassen, weil viele andere Menschen davon betroffen sein könnten. And that's what Paul is saying. If you're married, just stay there. If you're single, don't rush into marriage. Das ist es, was Paulus sagt. Wenn du verheiratet bist, bleib dabei. Wenn du Single bist, überstürze die Heirat nicht. Look at verse 28. Schau dir Vers 28 an. But if you do get married, you have not sinned. Wenn du aber doch heiratest, so ist es keine Sünde. Now look at this. Paul is literally saying, hey, if you're single, do not rush into marriage. Schau mal, Paulus sagt hier buchstäblich, hey, wenn du alleinstehend bist, überstürze die Heirat nicht. But then he says, but if you do it, you have not sinned because it's not a commandment of God, it's my advice. Doch dann sagt er, wenn du es aber doch tust, ist es keine Sünde, denn es ist kein Gebot Gottes, sondern mein Rat. So that means I can ignore something that's written in the Bible? Heißt das, ich kann etwas ignorieren, das in der Bibel steht? Not only you can, you have to. Das kannst du nicht nur, du musst sogar. There are many things that Jesus said to the Pharisees, you have to ignore them, they're not for you. Es gibt viele Dinge, die Jesus zu den Pharisäern sagte, die du ignorieren musst. Sie sind nicht für dich bestimmt. So here's what Paul is doing. He's giving a specific people in a specific cultural situation his advice. Paulus gibt diesen Menschen in einer bestimmten kulturellen Situation einen Rat. So we need to say, Lord, what can we learn from the advice of Paul? Deshalb sollten wir fragen, Herr, was können wir aus den Ratschlägen von Paulus lernen? Rather than taking this as the word of God and now put a yoke and a heavy pressure upon other people. Anstatt dies als Wort Gottes zu nehmen und nun anderen Menschen ein Joch aufzuerlegen und zusätzlichen Druck auszuüben. This has happened so much with the Bible. So many people have been hurt so deeply when the Bible has been used wrong. Das ist schon so oft mit der Bibel passiert. So viele Menschen wurden so tief verletzt, weil die Bibel falsch verwendet wurde. Tomorrow we'll talk a little bit more about the thought. Morgen reden wir noch ein bisschen mehr darüber. See you tomorrow. Bis morgen!